Wieder ein Schwenk aus dem Alltag. Wir haben hier wieder mal einen unischwarzen Lack und zeigen euch, wie wir den 0, nix auf Hochglanz kriegen. Die meisten Fragen rund ums Polieren und auch Probleme erreichen mich zum Thema Unischwarz. Und meistens geht es wirklich darum, ein gutes Finishen zu bekommen. Dabei ist es eigentlich gar nicht so schwer. Es gibt ein, zwei Dinge, auf die man achten muss. Die zeige ich euch jetzt hier. Starten wir mal. Wir zeigen dir mal, wie der Ausgangszustand ist. Und dann gucken wir, wie wir da rangehen können. Schauen wir uns das schöne Stück an. Es handelt sich um einen Neuwagen. Das heißt an sich schon für die meisten perfekter Zustand. Wie du weißt, sind wir und auch du wahrscheinlich noch mal im Anspruch ein Tick höher. Deswegen ist auch hier was zu tun. Das sieht man auf den ersten Blick noch nicht. Aber wenn man mit den Scan Grip Lampen drauf leuchtet, sieht man ganz deutlich, wir haben leichte Kratzer. Und wer Unischwarz kennt, weiß, leichte Kratzer sind das Problem, schwere eher weniger. Wir müssen diese leichten Kratzer rausbringen und hier ein Hochglanz-Finish hinbekommen. Und wie du das am besten machst, zeigen wir dir jetzt. Verwende eine ultrafeine Hochglanzpolitur und dosiere wirklich ordentlich aufs Pad. Du solltest unbedingt vermeiden, dass der Polierschwamm Grip bekommt. Und wie du siehst, benetze ich hier erstmal einen riesengroßen Bereich, weil ich so viel Politur habe, dass ich die natürlich auch auf einen großen Bereich aufbringen muss. Keine Sorge, wir polieren gleich einen kleineren Bereich. Das ist jetzt wirklich nur das reine Verteilen, dass wir die raue Menge im Polierschwamm auch ausnutzen und sie nicht wieder auspusten müssen. Dazu aber später mehr. Angefangen bei unserer Polierfläche auf Stufe 1 nochmal schön gleichmäßig verteilen. Wenn ich einen geschlossenen Polierfilm habe, hoch auf Stufe 2. Hierbei achte ich unbedingt darauf, leichten Druck auszuüben und dass während des Polierens ein schöner, geschlossener Polierfilm entsteht. Nimm einfach eine Größe, mit der du gut klarkommst. Fühl dich da nicht an irgendwelche 40×40 Regeln gebunden. Mach das Bauteil so groß, wie es dir gefällt. Ich entscheide mich jetzt hier für diese schmale Kante ganz rechts und bearbeite die Politur so lange durch, bis sie wirklich kristallklar durchgefahren ist. Am Ende, wenn ich fertig bin mit dem Cut, nochmal hochdrehen auf Stufe 3 bis 4, also so 1000, 1500 Umdrehungen und so lange fahren, bis sie kristallklar ist. Wir sehen hier, dass die Fläche perfekt poliert, hologrammfrei ist, sie ist entfettet, also da passiert jetzt auch nichts weiter. Wenn man die Kanten etwas verfolgt, sieht man dann noch einen ganz leichten Polierschleier, einfach weil ich nicht so nah an die Kanten rangefahren bin. Die würde ich mir dann noch mal genau zur Kante abkleben und sie noch mal vorher mit einer kleinen Maschine fahren, einfach weil das Handling da besser ist. Das war mir jetzt vorher nicht ganz so bewusst. Generell, die Fläche ist hologrammfrei und hier sieht man auch alles, worauf es ankommt. Das Pad muss sehr gut mit Politur benetzt sein, weil ein trockenes Pad macht Polierspuren. Und die Politur muss dann optimal durchgefahren sein, weil nicht durchgefahrene Politur macht Polierspuren. Und das Schöne und Einfache ist, dass das Einzige, worauf es dabei ankommt, fahr die Politur bis zum Ende durch. Falls das nicht funktioniert oder du, wenn du der Meinung bist, du hast sie durchgefahren und kannst sie nicht länger fahren, immer noch Hologramm hast, zeigen wir dir hier nebenan auf den Testfeldern noch, was du dann machen kannst. Normalerweise sollte das aber immer funktionieren. Nimm eine Rota, ein weiches Pad, eine hochwertige Finish-Politur. Nimm genug Politur, um Grip zu vermeiden. In dem Fall wollen wir nämlich kein Grip. Fahr sie bis zum Ende durch und du hast eine perfekte, hochglanzspiegelnde Fläche. Vollkommen egal, wie weich sie ist. Vollkommen egal, welche Farbe sie hat. Und vollkommen egal, ob sie Metallic oder Uni ist. Wichtig ist beim Politurdosieren darauf zu achten, dass wirklich das ganze Pad einen Politurschleier hat. Lieber einmal zu viel Politur nehmen, auf dem Bauteil verteilen, Druckluft dazu nehmen und einmal runterpusten, einfach um einen Schmierfilm zu haben, einen Gleitfilm zu haben, weil sonst gibt es auch Haze, Polierspuren und sogenannte Pigtails, also so kleine Kringelchen. Deswegen darauf achten, dass du wirklich genug Politur verwendest. Das Pad hat jetzt zu viel Grip bekommen und durch die exzentrische Bewegung und die Rotation kam es einfach so extrem in eine Vibration, dass das Handling so unangenehm wurde, dass ich jetzt einfach mal auf ein Pad wechsle. Ein schmaleres, für Zwangsexzente ausgewiesen, dann sollte das auch deutlich besser laufen. Ich bin gleich wieder da. So, kleiner Sonderfall, ich habe schon Politur auf dem Lack, aber noch keine auf dem Pad. Das heißt, wenn ich jetzt einfach mit dem Pad drauf gehe, habe ich zu viel Grip. Wenn ich jetzt hier nochmal das ganze Pad voller Politur packe, habe ich zu viel Politur. Das heißt, ich massiere die jetzt einmal ein, trage die nochmal auf der Oberfläche auf, puste dann das Pad einmal aus, um die überschüssige Politur zu entfernen und poliere dann weiter. Also, nochmal von vorne gestartet. Stufe 1 verteilen, immer auf ausreichend Politur achten, auf Stufe 3 bis 4 durchfahren und am Ende nochmal hoch auf Stufe 6, damit die Politur wirklich in ihre feinsten Bestandteile zerlegt ist und so klar wie es möglich ist, wird. Nicht wundern, durch diese exzentrische Bewegung wird der Polierschwamm immer wieder gestaucht und gibt immer wieder in sich gespeicherte Politur ab. Das heißt, das Bild so klar zu bekommen wie bei der Rota ist deutlich schwerer. Von daher wundere dich nicht, wenn der Prozess hier einfach viel länger dauert. Sollte der Polierfilm zwischendurch aufreißen, also kein geschlossener Film mehr sein, verringert deine Armgeschwindigkeit, also bewegt die Maschine einfach langsamer.
Gerade im Vergleich zu vorher siehst du, dass die Politur deutlich milchiger noch ist. Einfach durch diese Wabbelbewegung, sage ich mal, der Exzenter, wird immer wieder auch Politur auf den Lack gedrückt. Und die reine Rotation hat natürlich mehr Potenzial, das Korn zu zerlegen, ein bisschen mehr Hitze zu erzeugen, die Binder so weit durchzufahren, dass die Politur einfach schön klarer ist. Ich werde jetzt einfach zur Demonstration den Teilbereich hier nochmal nachfahren, nachdem ich das Pad ausgepustet habe. Das würde ich jetzt in der Praxis auch so machen, einfach um zu gucken, ob es schon weit genug durchgefahren ist. Ich prognostiziere nämlich, dass wir hier oben noch ein bisschen Polierspuren haben werden, hier unten dann eher nicht mehr. So, Polierschwamm einmal gründlich auspusten, das entfernt alte Politur und Lack und dann gehen wir noch mal drauf, wie gerade angekündigt, um einfach die Politur, die sich noch im Schwamm befindet und auch den Rest auf dem Lack, soweit es geht, durchzufahren. Wir sehen hier schon direkt den Unterschied, die Politur ist deutlich klarer, besser durchgefahren als da oben. Ob sich das jetzt im Ergebnis zeigt, werden wir sehen. Wir wischen die Politur mal runter und schauen mal, wie es aussieht. Beim Runterwischen nimm am besten ein nagelneues, hochwertiges Tuch. Wir nehmen hier das Rack Company 365er. Hat sich super erwiesen, wie gesagt, für Uni Schwarz immer neue Tücher. Meine Prognose hat ganz gut gepasst. Im oberen Bereich haben wir auch noch einen richtigen Grauschleier drauf. Nichtsdestotrotz haben wir auch unten noch Polierspuren, das heißt, die müssen wir noch verfeinern. Mit der Exzenter, ich habe es vorweg gesagt, ist Uni Schwarz eine größere Herausforderung als mit der Rote, auch wenn viele das Gegenteil denken. Das kriegen wir aber auch hin, deswegen machen wir jetzt hier weiter mit der Exzenter und bringen das auch noch auf Hochglanz. Und ich wiederhole den Prozess einfach nochmal, genau das gleiche nochmal machen. Stufe 1 verteilen, Stufe 2 bis 3 durcharbeiten, Stufe 6 komplett durchfahren, damit sich das Korn zerlegt. Zwischendurch immer wieder auspusten. Wird der Lack oder das Pad zu trocken, nehme ich einfach einen Fetter dazu, um einfach das Gleitvermögen zu erhalten und die Politur zu reaktivieren. Direkt auf das Polierpad oder auf die zu polierende Fläche sprühen und danach einmal durchpusten, dann wird der alte Lack entfernt. Dann, wenn es immer noch zu trocken wird, einfach nochmal direkt auf den Lack oder aufs Pad und damit dann weiter polieren. Das reaktiviert die noch vorhandenen Schleifkörner und sorgt einfach dafür, dass ich sie zerlegen kann, obwohl das Pad eigentlich schon zu wenig Politur aufweist. Ist einfach eine riesengroße Hilfe, gerade für sehr empfindliche Lacke, um schnell zum Ziel zu kommen. Da würde ich wirklich nicht mehr darauf verzichten. Bitte einen Herstellerentfetter nehmen, wie der Sonax Prepare. Kein reinen Isopropanol, das wäre nicht so gut für den Schwamm und auch nicht unbedingt für den Lack. Da könnte es zu Wischspuren kommen, weil der Lack dabei zu doll aufgeweicht wird. Das Finish ist wunderbar. Man sieht, es fehlt noch ein bisschen Cut. Hier und da ist noch mal ein einzelner Kratzer. Den müsste man vorher noch beseitigen. Ich glaube, weichen Lack cutten ist nicht so das Problem. Da noch mein Tipp, fang mit der mildesten Politur an, die du hast und arbeite dich dann einfach runter. Geh nicht gleich grob ran, Fell, Schleifpolitur, da machst du dir manchmal in Uni Schwarz, gerade so Klavierlackbereiche wie hier, so tiefe Defekte rein, die du fast nicht mehr rausbekommst, wo du echt kämpfen musst. Insgesamt sehen wir, mit der Rota Hochglanz-Finish ist einfacher, weil sich die Politur besser und leichter durchfahren lässt. Mit der Exzenter wird es meistens eine zweistufige Geschichte. Vorher wäre ich jetzt mit sowas wie Sonax Perfect Finish oder so in der Richtung rangegangen, also einer normalen Hochglanzpolitur, die nicht extrem fein ist, um die Defekte schon mal wegzunehmen. Und den Haze, der dann übrig bleibt, hätte ich mir mit einer noch feineren, einer ultrafeinen, wie zum Beispiel der NP von Sonax, weggenommen. Einfach, um ein zweistufiges Verfahren leichter zum Ziel zu kommen und nicht so ewig lange nachzuarbeiten müssen. Ich musste jetzt sehr viel Politur nehmen, weil ich einen großen Bereich hatte, weil ich mehr Cut haben wollte. Und dann hat es wieder lange gedauert, die mit der Exzenter durchzufahren. Auf der anderen Seite siehst du, mit der Rota geht es viel schneller. Bei der Rota kann ich die Geschwindigkeit regulieren, ich kann den Druck regulieren, ich kann die Politur bewusster und schneller durchfahren. Bin wirklich viel schneller. Was mir aber wichtig war zu zeigen, es geht beides. Also es gibt keine Ausrede, mir fehlt die Politur, ich brauche das Pad, ich brauche die Maschine. Quatsch. Alle Profipolituren, alle Profimaschinen bekommen ein hologrammfreies, perfektes Finish hin. Zum Merken am Schluss nochmal, achte darauf, erstens genug Politur zu nehmen, dass das Pad ordentlich mit Politur gesättigt ist und gut gleitet. Achte darauf, dass du die Politur gut durchfährst und solltest du es nicht schaffen, sie durchzufahren, versuch zwei Dinge. Puste das Pad aus, um überschüssige Politur und kaputten, abgetragenen Lack zu entfernen. Und wenn du merkst, die Politur wird trocken, sticky, fängt an zu krümeln, nimm einen Entfetter, sprühe den ein bisschen auf, um die Polierzeit der Politur zu verlängern, um das Politurfenster zu verlängern und einfach zum Ziel zu kommen. Denn das einzige Ziel oder der einzige Punkt, der dich von einem hochglänzenden Lack trennt, ist das nicht komplett zerlegte Polierkorn. Das gilt es zu erreichen. Jetzt weißt du, wie es geht. Uni Schwarz ist der Endgegner, funktioniert bei jedem Lack, aber genauso, nur noch leichter. Ansonsten danke fürs Zuschauen, schönen Tag, hau rein.